Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 38T Ausführung B von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um wohl den effektivsten leichten Panzer aus den Anfangsjahren des Zweiten Weltkriegs. Ursprünglich eine tschechoslowakische Entwicklung, wurde dann von den Deutschen adaptiert und mit großem Erfolg eingesetzt. Im Laufe der Zeit kam das Fahrzeug dann doch etwas in die Jahre. Allerdings wurde dann das Fahrgestell noch weiterverwendet für Panzerjäger und sonstige Unterstützungsfahrzeuge. Sehr zuverlässig und für die damalige Zeit wirklich ausgezeichnet. Dem einen oder anderen kommt die Schachtel vielleicht ein bisschen bekannt vor. Das hat damit zu tun, dass Hobbyboss hier den alten TriStar-Bausatz wieder aufgelegt hat, und zwar komplett mit dem Boxart, wie man es noch von früher kennt. Ich weiß nicht genau warum, aber der Hersteller TriStar existiert nicht mehr. Vielleicht wurden die aufgekauft oder sind pleite gegangen. Ja, genaues ist mir da nicht bekannt. Und es hat mich doch ziemlich betrübt, weil das sehr schöne Bausätze waren, auch sehr preiswert. Und ja, da freut es mich doch sehr, dass Hobbyboss den Schritt getan hat und eben die Bausätze jetzt wieder rausbringt. Also gut, dann schauen wir mal rein in die Schachtel und überzeugen uns davon, ob Hobbyboss die Wiederauflage gut hinbekommen hat. Die Schachtel ist relativ klein, öffnet nach oben hin und der Karton ist wirklich sehr dick und stabil. Die Bauanleitung scheint ein bisschen zu groß zu sein für die Schachtel, darum ist sie ein bisschen verknittert und die Schachtel als solche ist wirklich brei gefüllt. Die Spritzlinge sind größtenteils einzeln verpackt, also da sehe ich ein sehr geringes Risiko nur für Transportschäden. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Ja, wie schon erwähnt, die ist ein bisschen zerknittert, aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, hier haben wir eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen. Das macht das Ganze doch ziemlich übersichtlich. Und dann geht hier der Zusammenbau los. Die Aufmachung ist wirklich 1:1 von dem TriStar Bauplan übernommen. Ich habe hier mal den TriStar Bauplan. Das ist zwar ein anderes Fahrzeug, aber man kann auf jeden Fall die Ähnlichkeiten da erkennen. Also Zeichenerklärungen und auch die Aufmachung ist da sehr ähnlich, beziehungsweise identisch. Finde ich gut, die Baupläne von Hobbyboss sind okay, ja, aber die von TriStar sind wahrscheinlich etwas besser. Und warum sollte man was ändern, was sowieso sich schon gut bewährt hat? So, der Zusammenbau startet mit dem Fahrwerk, ganz typisch eigentlich. Hier die Federpakete und die großen Laufrollen, die für den 38T typisch sind. Schön ist auch, dass die Gummibelege separat beiliegen. Das kann bei der Bemalung doch etwas Sorgen sparen, sage ich mal. Ich persönlich klebe das ran, aber ich sehe auf jeden Fall den Vorteil, wenn man das separat hat. Dann kommen wir zur Unterwanne, die besteht aus mehreren Platten. Ja, risikoärmer wäre es sicherlich, wenn das eine komplette Wanne schon wäre, wo die Winkel schon stimmen, aber das funktioniert auch sehr gut. Es ist jetzt nicht weiter kompliziert. Ich habe vor vielen Jahren auch schon mal die Ausführung G gebaut. Die gibt es im Übrigen auch wieder von Hobbyboss. Ja, und war sehr angetan von dem Bausatz. Das war ja völlig problemlos. Passprobleme gab es keine. Also alles, was ich hier zu dem Bausatz sage, basiert auf meinen Erfahrungen mit ja im Prinzip demselben Bausatz. Ja, wir haben auch ein bisschen Innenraumdetail hier für die Maschinengewehre. Der Bausatz hat ansonsten keine sonderliche Inneneinrichtung. Ich meine, die TriStar-Bausätze hatten eine komplette Inneneinrichtung und ich weiß auch, dass es von Hobbyboss eine Version von diesem Bausatz gibt, wo die Inneneinrichtung beiliegt. Kostet nur ein paar Euro mehr, also wer da Interesse hat oder das braucht für sein Projekt, sollte dann nach dem entsprechenden Bausatz Ausschau halten. Ja, wir können hier diverse Sichtöffnungen offen oder geschlossen bauen. Wir haben hier auch eine Option, hier wo die Öffnung für das Bugmaschinengewehr verschlossen ist. Das ist dann die Kommandantenversion mit der Rahmenantenne, die hier auch baubar ist. Als nächstes kommen dann relativ viele Schritte, die sich damit beschäftigen, wie man die Werkzeuge einbaut. Wir haben hier auch immer fotogeätzte
Halterungen. Ja, ist sicherlich schön detailliert am Ende, allerdings auch beim Zusammenbau nicht ganz einfach. Das muss man mögen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan davon, beziehungsweise habe ich gern die Wahl zu einem Alternativteil aus Plastik, wo vielleicht die Halterungen schon angegossen sind. Das ist hier, soweit ich das sehe, nicht der Fall. Ja, wie man sehen kann, ist der Zusammenbau auch nicht ganz einfach, also sicherlich jetzt kein Bausatz für den blutigen Anfänger, aber die Fortgeschrittenen können da auf jeden Fall ganz gut punkten. Ja, dann kommt hier die Wanne oben, das Dach drauf, Motordeck und so weiter. Auch wieder mit Fotoätzteilen verfeinert. Ja, sieht doch ganz gut aus. Nicht ganz übersichtlich, aber man kommt damit klar. Ich denke, die etwas geübteren haben wahrscheinlich auch schon Schlimmeres gesehen. Der Zusammenbau des Turms ist trotz der doch relativ hohen Teilezahl ganz einfach dargestellt. Wir haben die Kanone und das Koaxial-MG. Alles auch mit Innendetails. Der Turm als solcher besteht aus mehreren Platten. Auch wieder nicht ganz ideal, allerdings kommt es dem Original ziemlich nahe, weil es waren ja auch mehrere Platten, die eben dann vernietet wurden. Eigentlich ganz cool. Und erfahrungsgemäß passt es auch ganz gut. Und auch hier ist es wieder so, dass vereinzelte Fotoätzteile für bessere Detaillierung sorgen. Hier haben wir dann die Option mit der Rahmenantenne für die Kommandantenversion. Das ist optional, finde ich aber cool, dass es beiliegt. Und hier die Ketten liegen als Einzelgliederketten bei, finde ich auch sehr schön. Also das Teil macht den Eindruck, als ob man es auf jeden Fall sehr gut aus der Schachtel bauen kann. Jetzt kommen wir zur Bemalungs- und Markierungsanleitung. Wir haben insgesamt 4 Fahrzeuge zur Auswahl. Hier das Kommandeurfahrzeug mit der Rahmenantenne. Die anderen Fahrzeuge sind ganz normale Kampfwagen. Die zweite Variante 25. Panzerregiment, 27. Panzerdivision in Frankreich 1940. In Grau. Dritte Variante, erster Zug, dritte Kompanie von der schnellen Division Slowakei 1941. Hier in diesem sehr schönen Dreifarbanstrich der Slowaken. Das finde ich sehr reizvoll. Wahrscheinlich werde ich die Variante machen. Und die vierte Version, 25. Panzerregiment, 7. Panzerdivision, Ostfront 1941. Ganz zum Schluss haben wir noch eine Farbtabelle. Die bezieht sich nur auf Tamiya und Mr. Color. Ja, ein bisschen mehr Auswahl wäre da ganz gut, aber ich denke, im Endeffekt werden die meisten Leute wissen, wie sie ihre deutschen Panzer lackieren wollen. Ja, alles in allem eine ganz brauchbare Bauanleitung. Ich denke, damit können wir ganz gut arbeiten. Kommen wir jetzt zu den Bauteilen. Hier mal diverse Teile der Wanne. Wie man sehen kann, jede Menge Nietköpfe, die alle sehr scharf wiedergegeben sind. Ja, das ist wahrscheinlich auch eins der Hauptmerkmale von diesem Fahrzeug. Große Platten verschweißen für Panzer und so, das war eine Technik, die nicht alle Länder hatten. Deswegen sieht man auch in den späteren Jahren des Zweiten Weltkriegs noch viele genietete Panzer von kleineren Industriestaaten. Auswurfmarken haben wir nur an der Innenseite ein paar. Da soll es uns nicht weiter stören. Der Guss ist sehr gut gelungen. Und was ich auch sehr schön finde, das sind hier die beiden Fahrerluken hier. Und es hat innen hier auch noch so ein Polster, was auch sehr schön wiedergegeben ist. Finde ich sehr gelungen. Weiter geht's mit dem nächsten Spritzling. Hier dann der Boden der Wanne. Wir haben auch an der Unterseite sehr schöne Details, obwohl man da nicht sehr viel sieht davon später. Turmdach, sehr schön auch diese großen Seeschlitze an der Kommandantenkuppel. Das sollte sich hier auch sehr gut einpassen, aufgrund der Aufteilung von dieser Kuppel. Das finde ich ganz clever gemacht. Die beiden Motordeck-Luken,
Da kommt hier innen noch ein Foto-Jetzt-Teil rein. Ja. Kann jetzt eigentlich keine Makel erkennen, wie Sinkstellen oder Grat. Das ist alles auf sehr hohem Niveau. Ja, die Kanone hat eine offene Mündung, wie man sehen kann. Finde ich auch ganz cool. Dadurch erübrigt sich ein Alurohr. Wenn man will, kann man das natürlich immer noch aufrüsten, aber ja, so aus der Schachtel gebaut sollte das Teil schon einen ganz guten Eindruck machen. Auch der nächste Spritzling macht einen sehr guten Eindruck. Hier haben wir zum Beispiel die Kettenschutzbleche. Da haben wir noch einen anderen Satz an einem anderen Spritzling, was wir uns nur anschauen. Da weiß ich jetzt nicht genau, welchen wir da genau verwenden sollen. Das ergibt sich dann aus der Bauanleitung. An der Unterseite hätten wir ein bisschen was zum Versäubern, wenn man das will. Kann man hier spachteln und schleifen. Ich persönlich mache das nicht. Das wird eh kaum einsehbar sein und die Alterung tut da ihr Übriges. Ja, die schon erwähnte Aufteilung der Wanne und des Turms in mehrere Platten ist vielleicht nicht ganz so ideal, aber soweit ich mich erinnere, hat es keinerlei Probleme für mich ergeben damals, wo ich das zum ersten Mal gebaut habe. Interessant sind auch hier diese Nebelschießbecher. Die Mündungen sind auch offen. Das finde ich gut. Schöne Details. Ja, auch die Kleinteile sind scharf wiedergegeben. Ja, da gibt es überhaupt nichts zum Beanstanden. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. So wie ich das auch noch von früher von TriStar in Erinnerung habe. Hier dann der Spritzling mit den besagten zusätzlichen Schutzblechen für die Ketten. Ich weiß es nicht genau, welche wir da verwenden sollen, aber die machen auch einen guten Eindruck und wir haben hier noch diverse Staukisten. Ich schätze mal, dass hier diese Bleche andere Halterungen haben, damit man die Staukisten da auch unterbringt drauf. Hier sehen wir dann die ganzen Werkzeuge, die an den Panzer hingehören. Wie schon erwähnt, die Halterungen sind aus Foto-Jetzt und es gibt keine Alternativteile aus Plastik mit den Halterungen, die dann schon angegossen wären. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, die Profis sind so ganz zufrieden, aber ich persönlich, ja, würde es bevorzugen, wenn ich die Option hätte. Aber das ist alles machbar. Ja, schauen wir uns das ein bisschen näher an. Hier der Unterlegblock. Hat auch eine schöne Holzmaserung. Und es zeigt sich doch alles sehr gut detailliert. Ja, auch diese filigranen Teile sind makellos gegossen. Und mir fällt auch auf, dass die Teile nicht sehr viele Verbindungspunkte zum Gießast haben, wodurch das Auslösen nicht allzu mühsam sein dürfte. Der nächste Spritzling liegt doppelt bei. Da haben wir dann alles Mögliche, was zum Fahrwerk gehört. Federpakete, Treibrad, Leitrad und Stützrollen und so weiter. Man sieht, dass der Aufbau relativ komplex ist. Ich glaube, wenn man will, kann man das Fahrwerk auch beweglich bauen. Zumindest die Achsen, dass sie sich eben dem Gelände anpassen. Das ist sicherlich auch für Dioramenbauer interessant. Ja, ich kann hier keine Mängel erkennen. Der Guss ist makellos. Hier dann die erwähnten separaten Gummibelege für diese großen Scheibenräder. Ja, sieht doch spitze aus. Das MG hat auch eine offene Mündung. Das ist, glaube ich, der Sitz, der in den Turm reingehört. Haben wir auch mit dabei. Ja, so soll es sein. Finde ich sehr schön. Die Räder sind auch innen detailliert. Hat man auch nicht immer. Also das waren ihrer Zeit schon sehr, sehr gute Bausätze. An diesem Spritzling haben wir dann alles, was wir für den Panzerbefehlswagen brauchen. Also eben die Rahmenantenne und diese Panzerplatte, die das Bug-MG verschließt. Ja, finde ich cool. Ist auch praktisch, dass die Option schon gleich beiliegt. Und dass es nicht wieder als separaten Bausatz verkaufen. So kann man ja aus einem Bausatz zwei verschiedene
Varianten bauen. Finde ich gut. Im Bausatz befinden sich auch einige Klarsichtteile für diverse Optiken bzw. Sichtblöcke. Ja, mir hätte es gereicht, wenn die aus normalem Plastik wären, da ich jetzt da nichts Besonderes mit anstelle. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass es beiliegt, und dadurch, dass es Klarsichtteile sind, hat man vielleicht auch die Option, das abzukleben und dann ja entsprechend die Optiken etwas realistischer aussehen zu lassen. Wobei ich Zweifel habe, ob das wirklich so einen interessanten Effekt ergibt. Der Spritzling für die Einzelgliederketten liegt insgesamt 3-mal bei. Das sieht zwar ein bisschen wenig aus, aber glaubt's mir, das ist ausreichend. Ja, Ketten haben nur hier 2 Verbindungspunkte zum Gießast. Das Auslösen ist also keine Sisyphus-Arbeit. Details sind auch ganz schön. Soweit ich das auch sehen kann, hat nur dieses Kettenglied eine Auswurfmarke drauf. Alle anderen haben das nicht. Also würde ich sagen, das kann man getrost ignorieren. 3 Kettenglieder kann man auch einfach nicht verwenden. Da fallen also keine besonderen Versäuberungsarbeiten an. Ja, finde ich gut. Bei Hobbyboss ist es auch oft so, dass die Ketten ein bisschen ein Schwachpunkt sind, dass die schlecht zusammenpassen oder sehr brüchig sind. Da bin ich doch ganz froh, dass Hobbyboss hier die TriStar-Ketten behalten hat. Natürlich kommt der Bausatz auch mit Foto-Ads-Teilen. Besonders wichtig sind hier diese Lüftergitter. Die sind eigentlich obligatorisch. Wenn man die nicht hat, muss man die auf jeden Fall auf dem Zurüstmarkt besorgen. Alles weitere sind eher so Kleinteile und eben die Werkzeughalterungen. Ich denke, damit kann man arbeiten. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Foto-Ads-Teilen, kommt man da schon hin. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch den Abziehbilderbogen an. Wir haben hier reichlich Markierungen für die 4 Varianten, diverse Balkenkreuze, aber auch Einheitenmarkierungen, Nummern und so weiter. Mir fällt bloß auf, dass der Trägerfilm sehr groß ist. Das kann man bei den Nummerierungen ganz gut sehen. Den sollte man vielleicht, wenn es geht, ein bisschen zurechtstutzen. Ja, und was ich allgemein bei Hobbyboss Abziehbildern nicht so gern mag, ist, dass die sehr stark glänzen. Das stört mich immer sehr. Aber gut, ich denke, damit kann man arbeiten. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich sage, dass das eine Wiederauflage ist, bei der sich wirklich niemand beschweren braucht. Normalerweise ist es ja immer ein bisschen verpönt und die Leute kriegen da regelmäßigen Nervenzusammenbruch, wenn Revell wieder was neu auflegt. Hier ist es auf jeden Fall sehr gelungen. Hobbyboss hat den richtigen Schritt gemacht, weil die TriStar Bausatzformen wären einfach zu schade gewesen, um einfach in der Versenkung zu verschwinden. Was die Details angeht, ist der Bausatz super. Der Zusammenbau ist vielleicht nicht gerade für Anfänger zu empfehlen, aber alle anderen sollten da schon ganz gute Chancen haben. Und ich persönlich finde auch, dass es eigentlich ein schöner Einstiegsbausatz ist für alle, die schon viele Jahre Modelle bauen, aber halt nicht in diesem Genre, sondern mehr Autos oder Flugzeuge bauen und mal einen Panzer versuchen wollen. Da wäre das eigentlich mal ganz interessant. Was ich auch als sehr angenehm empfinde, ist der Preis von dem Bausatz. Die TriStar Bausätze haben ihre Zeit so 25 bis 30 Euro gekostet. Der Hobbyboss Bausatz kostet zurzeit so zwischen 20 und 25 Euro, je nachdem, wo man schaut. Also der Preis ist etwas billiger gegenüber früher, was ja auch ein bisschen atypisch ist. Normalerweise werden die Bausätze ja immer etwas teuer im Laufe der Jahre, zumindest habe ich das so beobachten können. Hier ist also ein gegenläufiger Trend erkennbar. Und ich denke jetzt für 20 oder 25 Euro macht man da eigentlich überhaupt nichts falsch. Der Bausatz ist es mehr als wert. Die Variante mit der vollen Inneneinrichtung bekommt man ebenfalls noch für unter 30 Euro. Ich habe mal nachgeschaut, so 28 Euro muss man da löhnen. Das ist auch noch sensationell, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Herstellern, was die so verlangen. Also Dragon, Tacom, Tamiya und wie sie alle heißen. Also
für unter 30 Euro bekommt man eigentlich einen Bausatz von der Güte, von dem Umfang eigentlich nicht mehr. Interessant ist auch, dass Tamiya unlängst angekündigt hat, ihren eigenen 1:35er Panzer 38T rauszubringen. Das wird interessant sein zu sehen, wie das Ding dann ausschaut am Ende. Ich bin mir sicher, dass der detailmäßig und auch vom Preis hier wahrscheinlich nicht mithalten kann. Also ich würde jeden, der sich für den 38T interessiert, jederzeit den TriStar bzw. Hobbyboss Bausatz empfehlen. Der von Dragon ist auch ganz gut, aber auch wieder relativ teuer. Das muss dann jeder selber wissen, was ihm lieber ist. Ja, so weit so gut. Wie schon angedeutet, mich wird da das slowakische Fahrzeug ziemlich reizen. Ich denke, das werde ich so bauen. Wann ich da dazu komme, weiß ich noch nicht genau. Es würde sehr gut passen zu meinen Modellprojekten, die ich so am Laufen habe zum Thema Achsenmächte. Also nicht nur deutsche Fahrzeuge, sondern auch mal Italiener, Ungarn, Japaner und so weiter. Und da würde ein slowakisches Fahrzeug auch sehr gut dazu passen. Gut, dann hoffe ich, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.